350 Euro, 461 Euro, 1649 Euro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Hobby Racer. Cringe. Jo, wie ihr seht, wir stehen wieder im Wohnzimmer, immer noch, zum allerletzten Mal mit der R1 hier, weil die Saison geht langsam los. Das heißt, nächste Woche, Ostermontag, geht es für mich nach Hockenheim mit Speer Racing zusammen. Das heißt, die Maschine kommt aus dem Wohnzimmer wieder raus und geht endlich ab auf die Rennstrecke. Wir gucken uns an, was habe ich an der R1 alles umgebaut, was wurde alles geändert, was wurde alles gemacht, um die Maschine vorzubereiten für die Rennstrecke. Wie ihr es vielleicht im Vorstellungsvideo von der R1 von mir gesehen habt, war sie ein Straßenmotorrad, das einen Unfall gehabt hat. Das heißt, ich habe sie komplett neu aufgebaut, habe die Teile repariert, die kaputt waren und habe sie entsprechend umgebaut und verbessert für auf der Rennstrecke. Was ich genau alles damit gemacht habe und was es genau gekostet hat, das gucken wir uns jetzt an. Dafür habe ich mir hier so einen tollen Zettel ausgedruckt, auf dem habe ich alles aufgelistet, was ich in die Maschine gesteckt habe und was es gekostet hat und ob ich es neu oder gebraucht gekauft habe. Fangen wir mal vielleicht mit den Sachen an, die kaputt waren. Es war zum einen die Verkleidung kaputt, irrelevant für mich, weil ich es ja eh auf Rennverkleidung umbauen werde. Dann rechte Seite, Stummel war kaputt, Gasgriff war kaputt, Bremshebel bzw. die Bremspumpe an sich hat auch einen weg gehabt, Bremsflüssigkeitsbehälter war kaputt gewesen. Das heißt, alles in dem rechten Bereich, was Richtung Lenker geht, alles bis auf die Armatur war beschädigt gewesen, musste ausgetauscht werden. Das Ganze habe ich gebraucht gekauft. Das heißt, ich habe bei eBay Kleinanzeigen geschaut und habe dabei gefunden, beide Lenkerstummel in Original, inklusive Gasgriffhülse, inklusive Rental-Griffgummis und dem Bremsflüssigkeitsbehälter. Das Ganze für 50 Euro. Das nächste war dann, wie ihr es hier in schönem Neongelb erkennen könnt, die Rennverkleidung musste her. Das Ganze habe ich dann auch erstmal bei eBay Kleinanzeigen gesucht, ob ich irgendwas in der Nähe finde. Wie ihr wisst, war ich ja mit der Maschine letztes Jahr im Oktober nochmal in Kroatien gewesen. Und das Ganze war relativ kurzfristig vor Kroatien, das heißt, es musste schnell alles gehen, ich musste die Teile schnell besorgen und hatte dann auch hier das Glück, dass ich bei mir in der Nähe jemanden gefunden habe, der eine gebrauchte Rennverkleidung verkauft hat. Das heißt, Verkleidung abgeholt, was hat die mich gekostet? Inklusive der hohen Scheibe 350 Euro gebraucht. Passend zur Rennverkleidung, aber leider nicht beim gebrauchten Teil dabei gewesen, habe ich mir dann noch eine Tankhaube besorgt. Der Original-Tank drunter, der hat zwar nichts von Unfall oder ähnliches, dem geht es gut soweit, aber den Tank wollte ich jetzt nicht umlackieren auf die neongelbe Farbe. Ich wollte sowieso eine hohe Tankhaube haben mit dem verlängerten Stutzen hier hinten für einen besseren Knieschluss. Die Tankhaube habe ich dann entsprechend neu geholt. Ihr seht es in den Aufnahmen, da war sie noch weiß gewesen, entsprechend unlackiert. Mittlerweile ist sie lackiert. Das Ganze ist eine FIMA-Tankhaube, passend zu meiner CRC-Verkleidung. Einwandfrei, die Übergänge hier zum Heck, alles wunderbar, passt, nichts musste angepasst werden, alles so wie ich sollte. Die Löcher für die Verschraubungen muss man dann natürlich selber bohren, aber das sollte auch kein großes Problem sein. Die Tankhaube hat gekostet 87 Euro neu. So viel zur Verkleidung. Für das nächste Teil müssen wir ein bisschen weiter hier nach vorne kommen zum Motorrad, und zwar hier unter der Kanzel haben wir den Ram Air Intake und das Geweih. Beide Teile wurden bei dem Sturz leider auch beschädigt, waren entsprechend kaputt. Das Originalplastik von Yamaha von den Teilen ist sehr, sehr spröde. Das heißt, wenn die Teile einen Schlag kriegen und dann splittern die sofort in 1000 Teile. Originalteile sind unverschämt teuer, selbst auf dem Gebrauchtmarkt muss man da Ultrapreise dafür bezahlen und Glück haben, dass man was Brauchbares dafür findet. Plus dazu kommt, dass an dem Original Ram Air Intake viel unnötiger Krempel dran ist. So Sachen wie die Intake-Klappe zum Beispiel mit Unterdruckdose und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat da Schläuche, man hat da Kabel. Das ist alles jetzt vom Gewicht her alles kein großes Ding. Darum geht es nicht. Aber einfach die Unnötigkeit an Kabeln und Schläuchen, was man dann an Wirrwarr hier vorne drin hat, wollte ich vermeiden. Das heißt, hier habe ich dann auch nach einem Ram Air Intake in GFK gesucht und habe passend dazu ein Aluminiumgeweih gefunden. Das Ganze auch wieder bei eBay Kleinanzeigen gebraucht gekauft, hat mich zusammen 140 Euro gekostet. Damit war das Thema hier vorne, Ram Air und Geweih, dann auch abgeschlossen.
Ja, und die Maschine war soweit wieder fahrbereit. Als nächstes ging es dann weiter mit Upgrades für die Rennstrecke. Das heißt, das ganze Ding ein bisschen optimieren, ein bisschen anpassen für mich, auf meinen Körper, die Zuverlässigkeit vielleicht in manchen Punkten noch ein bisschen erhöhen, was man halt so machen kann, was die Rennstrecke angeht. Damit haben wir als ersten Punkt das Thema Bremse. Viele R1-Fahrer wissen es und auch viele, die nicht R1-Fahrer sind, wissen es trotzdem. Die Bremse ist die Schwachstelle bei der R1. Punkt aus. Das heißt, die Pumpe an sich ist gut, die Bremssättel sind gut, die Beläge kann man schnell und günstig tauschen, aber das ABS ist halt das große Problem. Hier hat man keine direkte Verbindung von der Pumpe direkt runter an die Sättel. Das Ganze geht über einen ABS-Block mit 1000-fach Leitung hier im Motorrad quer durch. Das heißt, das muss rausfliegen. Außerdem war die Originalpumpe vom Unfall ja auch noch defekt, das heißt, die musste ausgetauscht werden. Hier habe ich aber glücklicherweise noch eine Brembo RCS 19 von meiner RSV 4 vorher im Regal liegen gehabt. Das heißt, die war da, hat mich nichts gekostet. Bevor sie im Regal zustaubt, nutzen wir sie natürlich. Draufgeschraubt, funktioniert, einwandfrei. Bremsbeläge hat mich 100 € gekostet für ein paar Sätze TRW CRQ. Die habe ich jetzt mal bei mir reingehämmert und schaue einfach mal, wie es funktioniert. Damit wir das ABS dann noch vollständig entfernen können, brauchen wir noch direkte Bremsleitungen von der Pumpe runter an den Sattel. Hier habe ich mich für Alpha Racing Bremsleitungen entschieden, Stahlflex natürlich. Die habe ich auch neu gekauft, da mache ich nicht lang rum. Die haben 129 € gekostet. Damit war das Thema Bremse für mich erledigt. Dann ging es weiter mit dem Thema Fußrastenanlage. Ich habe gemerkt, wo ich in Kroatien war, da habe ich noch die Originalrastenanlage drauf gehabt, dass die relativ tief gekommen ist und in jeder Kurve in Schräglage angefangen hat, an den Rasten aufzusetzen. Das war natürlich nervig und ich wollte sowieso was anderes haben, um ein bisschen besser meine Ergonomie anpassen zu können. Das heißt, ich habe mich umgeschaut, auch hier wieder auf dem Gebrauchtmarkt, was ich finden konnte, und habe eine Bonamici Fußrastenanlage gebraucht gefunden, aber in neuwertigem Zustand. Das Ganze zu einem Bruchteil vom Neupreis. Ich kann es euch sagen, es hat mich gekostet 180 € gebraucht. Wenn wir schon mal hier vorne sind, dann gucken wir uns auch gleich nochmal das Thema Schützer und Protektoren an. Das heißt, ich wollte GB Racing Motordeckel. Wie wir sehen, haben wir hier verbaut. Allerdings auch hier, kleiner Tipp, mir persönlich sind die GP Racing Deckel, die Originalen, viel zu teuer. Also preis-leistungstechnisch gesehen finde ich, ist das schon unverschämt. Genau die gleichen gibt es bei AliExpress. Jetzt können viele wieder sagen, ja, aber Qualität hin und her. Ja, mag es vielleicht sein, aber ich habe Originale hier von der RSV 4 und ich habe die von AliExpress hier und die machen genau den gleichen qualitätstechnischen Eindruck. Wie es am Ende ist, im Schadensfall an sich, natürlich kann immer dumm laufen, kann auch mit Originalen dumm laufen, mag alles sein, aber nur für über den Asphalt oder über das Kies zu rutschen, machen die hier auch einen super Job. Und die haben gekostet im kompletten Set für beide Seiten 85 €. Das gleiche Achsprotektoren. Auch hier sehe ich es nicht ein, unnötig viel Geld auszugeben für Lightech oder ähnliche Produkte, wenn es am Ende nur zum Schutz ist, wenn man sich aufs Maul legt und die Dinger dann verkratzt und kaputt sind und ausgetauscht werden müssen. Auch hier habe ich die Teile von AliExpress genommen. Die haben mich gekostet 38 €, der Satz für vorne und hinten. Und im Falle vom Sturz machen die genau den gleichen guten Job. Dann haben wir das nächste Thema, Auspuff. Das Motorrad hat vorher, wie ihr es vielleicht schon in älteren Videos gesehen habt, den Original Accra Slip-On drauf gehabt. Der kommt original mit dem riesen Cut-Kasten unter Motorrad. Das Ganze ist dann lautstärketechnisch absolut okay, damit könnt ihr überall fahren, auch auf deutschen Rennstrecken und so weiter. Hafenegger zum Beispiel hat komplett ihre R1 auf Serie, das heißt auch da ist der Serienauspuff dran und die haben auch keine Lautstärkeprobleme. Aber das Problem ist der große Cut-Topf drunter. Zum einen passt er nicht in den Bug von der Rennverkleidung drunter. Das heißt, ihr müsst entweder mit Originalverkleidung fahren oder den Bug ausschneiden, was aber bei manchen Rennstrecken und Rennveranstaltern wieder nicht möglich ist, weil der Bug geschlossen sein muss, um eventuell einen Austritt von Flüssigkeiten aufzufangen. Oder ihr habt einen Bug und müsst den entsprechend irgendwo an den Stellen, wo er am Cut anliegt, dämmen oder aufschneiden, damit der Original-Cut da reinpasst. Habe ich in Kroatien auch so gemacht, hat auch funktioniert, aber müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, weil dadurch der Cut nicht mehr gekühlt wird durch den Fahrtwind. Das heißt, der komplette Kasten ist dann geschlossen, wird nicht mehr ordentlich gekühlt, heizt sich immer mehr auf und kann dann innen drin anfangen, die Cutzellen und so weiter zu verbrennen oder zu verschmoren. Dann ist der Cut im Arsch, es kostet einen Haufen Geld, das Ding kriegt ihr legal nicht mehr auf die Straße
und am Ende frisst es euch zum einen Leistung und kann auch noch zu Motorschaden führen. Das heißt, um das alles zu vermeiden, habe ich den Cut rausgeschmissen und gegen den Cut-Ersatzrohr getauscht. Das Ganze hat mich gekostet, gebraucht, 160 €. Aber mit dem Cut-Ersatzrohr und dem Accra-Slip-On war der Auspuff höllenlaut. Ich habe keine Lust auf Stress, ich habe keine Lust auf ewiges Hin und Her mit Lautstärkemessungen und dann irgendwelche dB-Killer bauen oder irgendwelche Endstückröhrchen irgendwie dran bosseln. Das habe ich keinen Bock drauf. Deswegen wieder raus mit der ganzen Geschichte und ersetzt gegen einen Dominator-Auspuff. Mögen vielleicht manche noch nicht kennen, das ist ein Auspuffhersteller aus Polen. Der stellt diesen Auspuff her. Wie ihr seht, ein relativ langer Slip-On. Der ist passend für sehr viele Motorradmodelle und wird dann entsprechend am Anschlussstück nur auf das jeweilige Motorradmodell angepasst. Dazu habe ich genau von der gleichen Marke auch einen Mittelschalldämpfer. Das heißt, hier ist kein Cut drin. Das ist nur nochmal ein Vorschalldämpfer, der nochmal die Lautstärke reduziert. In Verbindung Vorschalldämpfer mit dem langen Endtopf sollte die Lautstärke entsprechend leise sein und falls es trotzdem noch nicht reichen sollte, habe ich immer noch einen dB-Killer, den ich hier in den Slip-On reinschieben kann. Damit sollte ich auf jeden Fall leise genug sein, um auf allen Rennstrecken fahren zu können, keine Probleme zu haben und das Ganze hat mich gerade mal gekostet 461,55 € und war innerhalb von 1,5 bis 2 Wochen da gewesen. Die Auspuffanlagen werden nämlich auf Anfrage produziert. Das heißt, sie haben die nicht massenweise irgendwo im Regal liegen, sondern werden erst bei Bestellung angefangen zu produzieren. Damit war dann das Thema Auspuff endgültig abgeschlossen und in dem Setup mit Originalkrümmer wesentlich günstiger, wie wenn ich jetzt irgendwo auf die Suche nach einer Accra Evo Titananlage gehe oder so, wo ich dann am Ende bei 2.500 € bin. Als nächstes ging es dann darum, noch ein bisschen Service an dem ganzen Karren zu machen. Das heißt, ich habe einen anderen Kettensatz drauf gemacht, bisschen kürzer übersetzt, 520er Teilung genommen, bisschen längere Kette dafür, um den Radstand zu verlängern. Außerdem haben wir die Flüssigkeiten gewechselt, das heißt, es ist jetzt Motul 300V 15×50 reingekommen, ganz frisch. Dann haben wir die Kühlflüssigkeit natürlich ersetzt durch Mocool mit destilliertem Wasser. Dann habe ich noch eine neue Batterie verbaut, eine kleinere, leichte Lithium-Ionen-Batterie. Dann kamen noch ein paar kleinere Gimmicks dazu, wie zum Beispiel hier ein Schnelltankdeckel, damit ich keinen Schlüssel mehr brauche beim Tanken. Außerdem Raddistanzhülsen mit einer kleinen Lippe dran, damit mir die nicht beim Radwechsel jedes Mal rausfallen. Wer eine R1 fährt, kennt das Problem, ultra nervig beim Reifenwechseln. Deswegen haben wir jetzt hier Raddistanzhülsen drin, bei denen das verhindert wird. Und ich habe noch Kühlerschutzgitter verbaut, um gegen Steinschläge auf der Rennstrecke geschützt zu sein, dass die mir nicht den Kühler zerschlagen. Der letzte Punkt, um das Motorrad dann final fertig zu machen, war ein großer Service und eine ECU-Abstimmung. Das Ganze habe ich machen gelassen bei Marc Bornhäuser, Grüße an der Stelle. Er hat mir auch in dem Zug auch gleich noch einen Blipper eingebaut, weil meine Maschine ist eine R49 aus 2017, das heißt, sie hat serienmäßig noch keinen Blipper drin gehabt, nur Schaltautomat nach oben. Jetzt hat sie auch einen Blipper drin nach unten. Das Ganze abgestimmt und den großen Service gemacht, zusammen mit Ventilspiel kontrollieren und allem Zip und Zap. Und sie läuft definitiv nicht mehr zu mager, dadurch, dass der Cut raus ist. Das heißt, auch motortechnisch sind wir hier jetzt auf der sicheren Seite. Das Ganze hat gekostet, völlig transparent für euch, 1.649,08 € und damit sind wir dann auch komplett am Ende. So Dinge wie zum Beispiel Reifen oder weitere Ölwechsel oder Benzin und Co. ist Verbrauchsmaterial, das werde ich jetzt hier nicht mit einberechnen. Damit sind wir dann am Ende bei einem Preis angekommen von insgesamt 3.805,33 € nur an Teilen, an Reparatur, an Upgrades, am Aufbau von der Maschine. Zusammen mit dem Kaufpreis von der Maschine, wie ihr wisst, gebraucht nach dem Unfall, habe ich sie relativ günstig bekommen. Für 7.400 € sind wir bei einem Gesamtpreis von dem Motorrad von Sekunde, ich rechne das ganz kurz für Sie aus. Ja, Sie sind insolvent.
11.205,33 €. Dazu kommt natürlich noch, dass ich vorher meine RSV 4 verkauft habe. Die hat auch gutes Geld eingebracht, inklusive der verkauften Ersatzteile, zweiten Felgensatz, zweite Rennverkleidung, alles, was ich von der RSV 4 noch hatte. Hat dann am Ende so viel Geld in die Kasse gespült, dass ich ungefähr 1:1 rausgekommen bin beim Wechsel von der RSV 4 auf diese R1, wie sie jetzt heute hier steht. Damit wisst ihr jetzt ganz genau und transparent, was mich diese Maschine gekostet hat im Einkauf, im Umbau und im Service. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare unten rein, was eure Maschine gekostet hat oder ob ihr bereit wärt, für euer Hobby so viel Geld auszugeben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nichts weiter zu verpassen. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns am Ostermontag in Hockenheim bei Speer Racing oder auf einem der anderen Termine dieses Jahr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.